Von Nebenmissionen über Monster Hunts und den Expeditionen hat das Endgame einiges zu bieten. Heute zeige ich euch, wie das Endgame von Outriders aussieht und welche Herausforderungen euch neben den Expeditionen erwarten. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Still Alive und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um News, Infos und Guides zu Outriders. Wenn euch das Video an irgendeiner Stelle gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das mit einem Like zeigt, und wenn ihr auch in Zukunft keine Videos und Livestreams zu Outriders verpassen wollt, bleibt doch einfach mit einem Abo dabei und aktiviert die Glocke, um bei neuem Content benachrichtigt zu werden. Schaut auch gerne mal auf meinem Discord-Server vorbei, wo wir mittlerweile schon über 100 Leute aus der Community sind. Viele denken, das Endgame von Outriders würde nur aus den Expeditionen bestehen. Aber bevor wir auf die später näher eingehen, möchte ich euch noch ein paar Inhalte zeigen, die ihr ebenfalls im Endgame spielen könnt. Eine Beschäftigung, der wir auch jetzt während der Demo schon fleißig nachgehen, sind natürlich die Nebenmissionen. Da die Nebenmissionen mit eurer aktuellen Stufe und dem World Tier skalieren, können euch diese natürlich auch im späteren Verlauf des Spiels und im Endgame lukrative Belohnungen bieten. Wenn ihr also am Ende der Hauptstory feststellt, dass ihr noch nicht alle Nebenmissionen abgeschlossen habt, lohnt es sich, diese auch noch danach anzugehen und Ausrüstungen und Waffen für euer aktuelles Level zu erhalten. Wir haben bereits in der Demo gesehen, wie belohnend Nebenmissionen wie wackeliger Boden oder Revanche sein können, und im Endgame könnt ihr diese Missionen natürlich auch wiederholen oder vielleicht sogar noch bessere finden. Außerdem werden die Belohnungen für den ersten Abschluss einer Mission natürlich auch an euren aktuellen Stand angepasst. Eine weitere Möglichkeit zum Ergattern neuer Items sind die Monster Hunts. In diesen Nebenmissionen müsst ihr ein Monster aufspüren und anschließend töten. Bei den Monstern kann es sich anfangs um kleinere Minibosse handeln, aber im Endgame auch bis hin zu ausgewachsenen Bossen gehen, die euch gleichzeitig noch mit ihrer Brut das Leben schwer machen. Dieser Content bietet Solospielern und Gruppen eine Herausforderung und natürlich die passende Belohnung. Außerdem könnt ihr die besiegten Monster auch als Trophäen in den Social Hubs sehen und an euren Trucks anbringen, um jedem zu zeigen, wer den größten Erfolg auf Enoch hat. Neben den Monster Hunts gibt es auch noch die Kopfgelder, welche ähnlich zu sein scheinen, nur dass ihr hier keine Monster, sondern Menschen töten müsst, die wahrscheinlich auch Monster sind, wenn ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt ist. Diese Nebenmissionen erhalten wir von Steckbriefen, wissen aber sonst bisher wenig darüber. Bevor wir gleich auf die Expedition eingehen, möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass ihr aktuell Outriders für eine Plattform eurer Wahl gewinnen könnt. Für alle Informationen zu dem Giveaway könnt ihr euch einfach mein letztes Video ansehen, welches ich euch jetzt oben in der Infokarte einblende. Und zu guter Letzt gibt es natürlich jetzt noch die Expedition, welche wohl die größte Herausforderung von all den Aktivitäten bieten werden. Also ist es eventuell ratsam, sich vorher mit Hilfe des anderen Contents gut auszustatten. Die Expeditionen schicken euch in insgesamt 15 einzigartige Level, welche ihr in der Main Story nicht zu sehen bekommt. Ihr erhaltet einen neuen Schwierigkeitsgrad, die sogenannten Herausforderungsränge, und schaltet beim Aufstieg weitere Expeditionen frei, bis ihr mit Herausforderungsrang 15 den letzten und schwierigsten Content in diesem Spiel angehen könnt: das Auge des Sturms. Dazu ist bisher noch gar nichts bekannt, aber wir wissen bereits, dass die Expeditionen in Sachen Schwierigkeit unsere Welt noch einmal komplett auf den Kopf stellen werden und das Auge des Sturms nur von den besten Spielern gemeistert werden kann. In den Expeditionen geht es darum, eure Ausrüstungen, Skills und Fähigkeiten perfekt zu optimieren und euer Teamplay auf jede Situation optimal abzustimmen. Hier wird es notwendig sein, euch intensiv mit eurer Klasse und verschiedenen Builds auseinanderzusetzen, um so schnell wie möglich durch die Level zu kommen. Denn je schneller ihr eine Expedition abschließt, desto besser fällt eure Belohnung aus. Daher droppen Gegner in den Expeditionen auch keine Gegenstände mehr, sondern ihr erhaltet alles nach dem Abschluss der Expedition. Je nachdem, wie schnell ihr eine Expedition abschließt und auf welcher Herausforderungsstufe ihr spielt, ändert sich auch die Seltenheit der Belohnungen.
So erhaltet ihr auf Herausforderungsrang 12 für den Abschluss in der Bestzeit bereits einen garantierten legendären Gegenstand. Wenn eure Gruppe während der Expedition stirbt, ist diese allerdings sofort beendet und ihr bekommt nur den Loot, den ihr bis dahin von den Gegnern erhalten hättet. Die Belohnung für den Abschluss bekommt ihr aber logischerweise nicht. Hier wird sich also zeigen, wer würdig ist, sich Outrider zu nennen. Schreibt mir jetzt noch in die Kommentare, was ihr euch vom Endgame erhofft und was ihr von den einzelnen Aktivitäten haltet. Und wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video noch einen Daumen hoch und lasst ein Abo da, um das nächste Video nicht zu verpassen. Ich freue mich, euch morgen ab 23 Uhr wieder live hier auf YouTube zu sehen. Das war's jetzt erstmal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.